Da unten gibt es Stellen, die sind feucht und warm. Optimale Bedingungen für viele Bakterien und Viren. Mehr als 30 infektiöse Geschlechtskrankheiten gibt es. Krankheiten also, die sexuell übertragen werden. Die Scham der Betroffenen fördert die Verbreitung dieser Krankheiten. Viele gehen nicht oder erst sehr spät zum Arzt. Eine App für Smartphone soll hier helfen. Die Intimarzt-App. Sie soll anonym eine Diagnose von Geschlechtskrankheiten liefern. Das probiere ich mal aus. Zunächst sind 3 Aufnahmen gefordert, eine Übersicht und 2 Details. Hier erklärt am Beispiel der Hand, bevor es intim wird und ja auch unappetitlich. Die passenden, echten Bilder bekomme ich in Ermangelung einer eigenen Geschlechtskrankheit von einem medizinischen Fachverlag. Die App fragt noch ein paar Infos ab, die den Experten bei der Beurteilung helfen sollen, und dann ab die Post. Wer steckt hinter der App? Ich möchte das Team kennenlernen, das die Fotos beurteilt. Benjamin Durrani gehört zum Team. Er ist Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und hat mehr als 10 Jahre Berufserfahrung. Wie sind seine Erfahrungen mit der App? Die Nachfrage steigt, weil immer mehr Leute das Problem haben, dass sie kurzfristig beim Arzt keinen Termin bekommen oder weil sie das Problem haben, dass sie eben mit Geschlechtserkrankungen, Genitalveränderungen auch nicht gerne zum Arzt gehen. Wobei man hier sagen muss, dass es bei den Genitalerkrankungen meistens die Männer sind, die uns Befunde schicken, weniger die Frauen, weil die Frauen einen sehr guten Zugang zum Frauenarzt haben. Und mit welchen Krankheiten hat er es so zu tun? Am häufigsten ist die Balanitis, also die Geschlechtserkrankung beim Mann, wo eine oberflächliche Rötung ist im Penisbereich, häufig nässend, kann schmerzen, kann Juckreiz machen, relativ akut entzündet, also die Leute haben damit auch Beschwerden. Das zweithäufigste sind statistisch gesehen die Feigwarzen. Die Feigwarzen sind wie so kleine Papeln, wie so kleine Knötchen im Genitalbereich, kann bei Männern und bei Frauen auftreten, viral bedingt, ansteckend. Und das dritthäufigste, was wir sehen, sind Dinge wie übertragbare Erkrankungen, wie zum Beispiel die Gonorrhoe. Da sieht man dann eigentlich nur so ein bisschen Ausfluss aus dem Penisbereich. Bislang gab es gut 400 Anfragen per App. Meistens konnte Entwarnung gegeben werden oder Hinweise, wie das Problem einfach zu behandeln ist. Nur 5-10% wurden zum Hautarzt geschickt. Und wie bewerten unabhängige Ärzte die App? Das frage ich ein Mitglied im Vorstand des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen. Natürlich ist auch in unserer Sprechstunde der Intimbereich für viele Patienten ein Problem. Und insofern ist das eine Innovation, die wir auch in anderen Bereichen mit Apps sehen. Ob das in der Versorgung dann letztendlich ankommt, hängt eigentlich davon ab, was wird draus. Ist es ein finaler Rat, den der Kollege geben kann, dann ist das manchmal über eine Bildbefundung möglich und dann wird sie ja letztlich auch diesen Fall für den Patienten zufriedenstellend lösen. App statt Arztbesuch. Ein Modell für die Zukunft? Langfristig gesehen werden solche digitalen Medien in der Triagierung, also wie dringend muss ein Termin in irgendeiner Form tatsächlich zustande kommen, eine große Bedeutung spielen werden. Alles, was dann doch eine etwas anspruchsvollere Behandlung braucht, braucht dann den Arzt-Patient-Kontakt. Und insofern kann die App nicht alle Probleme lösen, aber in manchen Fällen natürlich die Dringlichkeit regeln. Mich treibt aber noch eine ganz andere Frage um, die nach der Datensicherheit. Schließlich geht es hier um buchstäblich äußerst intime Informationen. An der Uniklinik in Heidelberg treffe ich Titus Brinker, den geistigen Vater der Intimarzt-App. Für sein Engagement auf dem Gebiet der dermatologischen Smartphone-Apps ist er 2019 mit einem Innovationspreis ausgezeichnet worden. Also, sind die Daten sicher? Die Daten werden über Transport Layer Security, also ein sehr modernes Verschlüsselungsprotokoll, übertragen. Das ist das gleiche Verschlüsselungsprotokoll, was auch beim Online-Banking beispielsweise eingesetzt wird, also wirklich sehr, sehr sicher. Und so kann wirklich eine faktische Anonymität gewährleistet werden. Okay. Inzwischen liegt auch das Ergebnis meines App-Tests vor.
Ich muss einen Code im Internet eingeben, um an die Auswertung zu kommen. Dort steht, ich solle den Hautarzt aufsuchen. Vermutlich handle es sich um Feigwarzen. Die Analyse ist richtig. Mein persönliches Fazit: Hinter der Intimarzt-App scheint ein fachkundiges Team zu stehen. Und wenn sie hilft, Geschlechtskrankheiten im Zaum zu halten, ist sie durchaus eine Bereicherung für uns alle.